Portugal kann noch so schön sein, mit tollen Stränden und den gewaltigen Wellen. Aber wenn man dabei einen Lebensstil führt, den man eigentlich gar nicht mag, ist das doof. Und ich habe wirklich sehr viel Geld in diesen alten VW-Bus gesteckt, ohne eigentlich wirklich zu wissen, ob ich diesen Instagram-Vanlife-Lifestyle auf lange Sicht mag. War das also zu voreilig oder würde es mir gefallen? Unser Plan? 5 Monate auf engstem Raum leben in Portugal. Wir sind endlich im Süden angekommen. Wir bleiben den ersten Monat in der Region und leben uns so langsam ein. Der Tag besteht quasi nur aus Surfen, ein bisschen arbeiten und den minimalistischen Alltag bewältigen. Wir machen Musik, fahren irgendwo hin und ich bekomme zunehmend Tanlines vom Neopren. Zudem hängen wir viel mit diesem Dude ab. Das ist Petro. Der daneben ist Chris. Petro lernten wir ganz am Anfang kennen und er ist über die Zeit ein guter Freund geworden. Chris lebt mit mir in dem Bus und er balanciert ständig irgendwo rum. Und das bin ich, Doro. Ich bin die überaus graziöse und sehr geschickte Kamerafrau hinter diesem Video. Und das ist unsere treue Begleiterin, der 34 Jahre alte VW T3 Synchro namens Molly. Wir fahren wieder Richtung Norden, da wir so langsam auf die Hauptsaison zusteuern. Da ist es sehr schwierig, mit dem Camper zu stehen, besonders im Süden. Wir finden einen schönen Platz. So langsam komme ich an, merke, wie der Stress der letzten Monate abfällt und wir lassen die Seele baumeln. Es ist surreal, dass das gerade unser Leben ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen können. Und wir sind ja in Portugal, da muss man schließlich auch surfen. Ich hatte gerade die beste Surf-Session in meinem Leben wahrscheinlich und auch grüne Wellen und auch die für mich recht hoch waren und es war jetzt irgendwie sehr schön, weil sonst hatte ich irgendwie die letzten Monate immer so Angst vor diesem Drop und Angst vorm Aufstehen und das hat mich immer richtig blockiert. Und jetzt heute lief das einfach richtig geil und ich bin so fertig und ich bin noch nie so viel gepaddelt wie heute, glaube ich. Und natürlich ist Portugal wunderschön und perfekt zum Surfen und deshalb sind wir bei weitem nicht die Einzigen. Portugal hat echt mit der Vielzahl an Campern zu kämpfen. Ein Problem davon, dass manche die Natur sehr unverantwortlich als ihr Klo benutzen. Ich habe das hier mal zensiert. Das stinkt überall. Ich habe so Leute benutzt Klos. Ey, es ist nicht so schwer. Wir lernen die Leute eines weiteren T3s kennen und veranstalten einen entspannten Kochabend. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Das halt gekauft. Und ich muss sagen, es macht schon echt Spaß, in einer Autokolonne unterwegs zu sein. Wir finden einen Spot zum Klettern direkt neben dem Meer. Petro lernt hier klettern, aber ohne Schuhe. Kannst du dich ganz entspannt reinsetzen? Ja, so entspannt war ich vielleicht nicht. Boah, meine Beine schütteln, Alter. Nice! Hat Spaß gemacht. Nach ein paar Tagen müssen wir vom roten T3 Abschied nehmen. Wir sind zwar sehr langsam auf der Autobahn, aber ist halt so bei einem Oldtimer. Irgendwie sliden über die Autobahn ist immer schön. Ja. Schon ganz gut gefahren. Aber ansonsten läuft meistens alles ganz gut mit dem Bus und wir fühlen uns wohl. Aber es ist halt ein altes Auto mit ein paar Macken. Der Tacho geht nicht, draufhauen, Problem gelöst. Der Rost wird hier leider auch nicht besser. Und die lieben Freunde haben uns gefragt, ob wir nie gebremst haben. Dann haben sie uns gesagt, dass unsere Bremslichter nicht funktionieren. Petro fährt sich mal fest. Wir fahren uns fest.
Und Google Maps behauptet, da ist eine Straße. Ich glaube das natürlich und am Ende müssen wir über solche Wege fahren. Und so sieht ein Morgen bei uns aus. Das ist unser Bett. Es ist 1,20 breit und wenn wir aufwachen, muss ich Chris immer hier erstmal ein Stück wegrollen, damit ich dann an meinen Kleiderschrank rankomme. Oft gehe ich direkt für einen kleinen Spaziergang raus, um wacher zu werden. Und unsere Bettscharniere sind schon nach 2 Wochen kaputt gegangen, deshalb müssen wir das immer händisch an wenigstens einer Seite machen. Nach dem Frühstück fange ich an mit Arbeiten und nutze dafür unseren Schwenktisch. Wir wollen den Stellplatz verlassen, müssen alle Handtücher und Neos reinholen, den Sitz umdrehen und ganz viel Zeug wieder verräumen. Wir haben unten das Auto geguckt, ja. Jedes verdammtes Mal. Ah, ja. Und dann geht's los. Wir fahren auf zum Strand und surfen eine Runde. Abends fahren wir wieder zurück und in Peniche treffen wir auf den begnadeten Autofahrer Petro. Wir benehmen uns wie Kinder und haben einfach nur Spaß. Ich teste auch meine Selbstverteidigungskünste an Petro aus. Soll das den Rücken brechen? Portugal hat echt ein paar coole Kletterspots zu bieten und wir gehen mal wieder mit Petro klettern. Aber dieses Mal hat er wenigstens Straßenschuhe an. Wie war das für dich? Super! Genießt das Wetter. Und wenn du runter willst, machst du einfach ab. Aber nach 2 Monaten, in denen wir uns öfter getroffen haben, müssen wir uns schweren Herzens von Petro verabschieden. Jetzt sind wir wieder nur zu zweit und fahren an den Strand. Wir sind ganz allein und es ist magisch. Aber wir haben nicht nur Freizeit, wie viele immer denken, sondern wir arbeiten auch am Laptop. Wir haben manchmal Stromprobleme und müssen ab und zu von anderen schnurren. Und auch generell dauern alltägliche Aufgaben viel länger. Beim Aufwaschen müssen wir sehr wassersparend sein, da wir insgesamt nur 22 Liter an Bord haben. Dementsprechend haben wir natürlich auch keine eigene Dusche. Uns waschen, naja, wir surfen ja jeden Tag. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir eine fremde Dusche nutzen können, die meist aber auch sehr kalt ist. Der Bus ist immer dreckig, es liegt ständig etwas herum und wir müssen aller Nasen lang den Müll entsorgen. Am Tag ist der Bus voller Fliegen, was mich wahnsinnig macht. Manchmal müssen wir auch im Dunkeln auf Stellplatz zurückgehen. Uns dabei durch enge Gassen quetschen und es können jederzeit Autolichter bei dir reinscheinen. Das gehört alles zum Vanlife mit dazu, aber ich würde es nicht eintauschen. Denn dadurch kannst du zum Beispiel solche Sonnenuntergänge erleben. Oder bekommst unerwarteten Besuch. Auf dieser Reise begegnen wir aber neben Schafsherden und diesen lustigen Vögeln auch Hunden und Katzen. Mir läuft ein Chihuahua zu. Also ich glaube halt, wenn wir ihn jetzt mitnehmen, kann es halt auch einfach gut sein, dass wir ihn mal so einen Hund vermissen. Besuchen seine Familie. Wir finden 3 ältere Damen, eine davon die Besitzerin. La porta l'ouvert, Lucia, Obrigado, obrigado. Merci, 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 merci. Très gentil. Très gentil. Wir treffen auf einen weiteren Hund, den ich am Vortag noch mit Besitzer gesehen habe. Wir laufen also mit ihm ins Dorf, wo eine Frau uns hilft und nach dem Besitzer schreit. Wir fahren weiter ins Landesinnere. Hier ist es bedeutend heißer, weshalb wir eine Abkühlung suchen. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Wie denn? Es kommt zu dir.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Schnell! Doro und ich sind vom Meer weg, wir wollen aber trotzdem surfen und hier gibt es einen Fluss. Also haben wir jetzt ein Surfboard, ein Stock und eine Schnur. Und jetzt surfen wir. Vielleicht. Ich probiere es natürlich auch mal, aber stelle mich eher weniger talentiert an. Die Hälfte unserer Zeit in Portugal ist um. Nächste Woche kommt der zweite Part und da kommt natürlich wieder alles anders als gedacht.